Guten Morgen aus Pátzcuaro. Mein Selfie-Stick ist ja gestern leider gebrochen, deswegen müsst ihr mit meinem Selfie-Arm Vorliebe halten. Aber ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Hier in dem Hotel San Rafael, direkt am Platz Quiroga, wenn ich mich nicht irre, in Pátzcuaro. Ein sehr bequemes, sehr schönes Hotel. Und es ist kalt, denn wir sind ja in den Bergen. Pátzcuaro ist auf 2000 Metern Höhe, aber der Himmel ist sehr schön. Die Sonne scheint, deswegen freue ich mich auf den Tag und ich nehme euch mit, hier Pátzcuaro zu entdecken. Hier sind die schönen Zimmer des Hotels. So sieht der schöne Hof von dem Hotel aus. Und das Zimmer war auch sehr bequem, sehr, sehr schön. Ich kann dieses Hotel sehr empfehlen, Preis-Leistungs-Empfehlung sehr gut. Und hier ist auch eine schöne Karte von Mexiko. Und wir befinden uns ziemlich mittig in Mexiko, hier in Michoacán. Hier ist der schöne aztekische Kalender, aus Holz gemacht. Pueblos Mágicos sind die magischen Dörfer und Pátzcuaro ist ein magisches Dorf. Gleich erkläre ich mehr dazu. Ich habe mir jetzt einen leckeren Kaffee gekauft und in Mexiko werdet ihr den besten Kaffee der Welt finden, sowie auch die beste Schokolade der Welt. Denn Kaffee kommt ja aus dieser Region Amerikas, sowie auch Kakao. Deswegen werdet ihr auf jeden Fall den besten Kaffee und die beste heiße Schokolade, den besten Kakao der Welt finden. Das verspreche ich euch, wenn ihr herkommt. Und ich trinke normalerweise keinen Kaffee. Und hier schmeckt er mir sehr gut. Wir sind auf dem Platz Quiroga, das ist der zentrale Platz hier in Pátzcuaro. Gerade gibt es eine wunderschöne, elegante Weihnachtsdekoration, alles aus natürlichen Materialien, wie zum Beispiel hier die 3 heiligen Könige und der Elefant, der aus Enno gemacht ist. Ich muss mal nachschauen, wie das auf Deutsch heißt. Und es gibt traditionelle christliche Motive heute auf diesem Platz, aber auch Motive der Purépecha, wie wir gleich auf der anderen Seite sehen werden. Auf meiner linken Seite seht ihr die traditionelle christliche Krippe, während auf meiner rechten Seite hier diese älteren Menschen dargestellt sind. Das sind Figuren mit Masken, die ältere Menschen darstellen, um zu zeigen, dass in der Purépecha-Kultur das Altern nicht als etwas Negatives gesehen wird, sondern im Gegenteil als etwas Schönes und eben nicht Trauriges. Und wir sind auf dem Platz Quiroga. Ich nehme an, das ist Vasco de Quiroga, diese Statue auf dem Brunnen. Hinter mir seht ihr auf jeden Fall die 3 heiligen Könige und die Buchstaben von Pátzcuaro werden hier dargestellt. Diese Figuren sind, soviel ich weiß, von Hand gemacht worden, aus Naturmaterialien. Zum Beispiel hat der Elefant Enno und die anderen Figuren sind aus Palma, glaube ich, gemacht, also aus Palmenmaterial von den Bäumen geflochten. Da sieht man die 3 heiligen Könige, das Pferd, ein Kamel, Melchior, Balthasar und Kaspar. Hier der schöne Elefant. Eben alles aus Naturmaterialien. Und insgesamt ein sehr harmonischer Stil, der sehr gut zu Pátzcuaro passt, finde ich, zu diesem Platz. Hier auch die kleinen Schäfchen sind aus Zacate gemacht. Zacate benutzt man eigentlich zum Beispiel beim Duschen, um sich zu schrubben. Aber es ist auch ein Naturmaterial. Und diese 3 netten Damen stellen, glaube ich, die Tarascas dar. Ähnlich wie der Brunnen Tarasca, den wir in Morelia gesehen haben, stellen die 3 Damen die Tarascas, das bedeutet das Purépecha-Volk, dar. Und hier der schicke Baum, der mit Hüten zum Beispiel dekoriert ist, mit Keramik, auch alles aus Naturmaterialien, die Deko auf jeden Fall. Das Grünzeug sieht eher aus wie Kunststoff. Estamos en Michoacán. Hüte, Masken, Weihnachtsdekoration aus Palma. Und so sieht der schöne Platz aus. Wir sind direkt hier am Platz aufgewacht. Da hinten, ich kann mal ranzoomen, Hotel Rafael. Das ist unser Hotel.
Diese 3 Figuren stellen die Tlahualile de Sahuayo dar. Stellt auch eine Krippe dar. Ist aus der Region Zamora. Diese Region gehört auch zu Michoacán und sind auch handgemacht und sehr ausdrucksstark. Die Masken. Hinter mir wurde eben die mexikanische Flagge gehisst und das Ritual durchführt, wie die mexikanische Kaffee hier gehisst wird. Und da seht ihr die Flagge. Meine Mutter durfte als Kind auch immer die mexikanische Hymne singen in der Schule, montags morgens. Und das Kind, das die mexikanische Flagge tragen durfte, hatte eine besondere Ehre. Ich glaube, das wird heute immer noch so gemacht. Und schließlich noch ein Fischer. Es gibt 3 von diesen Fischerfiguren und der fängt die Charales. Das sind ganz kleine weiße Fische, die hier traditionell gegessen werden. Die Stimmung hier ist sehr, sehr schön. Ich fühle mich hier super in Frieden und entspannt. Griselda und ich sind bereits am Vorabend in Pátzcuaro eingetroffen und waren da schon spazieren. Der Platz war wunderschön beleuchtet und es waren viele Leute unterwegs. Es gab Musik, die Restaurants waren offen und insgesamt hat es wirklich Spaß gemacht und die Stimmung war sehr, sehr schön. Deswegen hier ein paar Bilder von dem Abend zuvor. Pátzcuaro ist sehr berühmt für seine Textilien und vor allem auch für seine Stickereien. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich in diesem Video auch eine Textilkünstlerin interviewen durfte, die uns die Symbole und die Geschichten von Michoacán über ihre Stickerei erzählt hat. Diese Textilkünstlerin heißt Berta und hat mit ihrer Arbeit bereits Preise gewonnen. Deswegen freue ich mich sehr, in diesem Video etwas später euch dieses Interview zeigen zu können. Bleib also dran und freu dich drauf. Im Bundesstaat Michoacán gibt es einige Naturreservate mit Monarchfalter. Diese großen Schmetterlinge, die nach Mexiko migrieren, werden dargestellt durch diese Figuren mit den bunten Röcken, auf denen Schmetterlinge draufgestickt sind. Und gleich wundere ich mich, warum der kleine Jesus noch nicht in seinem Bettchen liegt und Griselda erinnert mich daran, dass noch nicht Weihnachten ist und deswegen Jesus noch nicht da ist. Todavía no nace. Ah, por eso. Ay, un calipso. Pues yo no sé. Buenos días, aquí andamos en Pátzcuaro, vamos a desayunar y toda la ciudad, bueno, al menos el centro, aquí está bien bonito en este estilo arquitectónico parecido al hotel donde nos estamos hospedando. Toda la plaza está muy hermosa, muy muy bonita y así en ese estilo. En la mañana ya le di la vueltita a la plaza y ahorita vamos al restaurante Alcachofa a ver qué nos sirven de desayuno y a conocer Pátzcuaro, que se ve muy bonito aquí las callecitas, así se ven las callecitas de Pátzcuaro. Y pues Pátzcuaro fue fundada en más o menos como 1300 por los purépechas y fue una ciudad muy importante para los purépechas, igual que Tzintzuntzan. Y luego les platico más. ¿Ya tienes hambre? Yo también. Ya tengo hambruna. Ahí ya llegamos a la Alcachofa, cocina saludable, porque somos unas chicas saludables. ¿A poco no? Alcachofa, cocina saludable. Fruta muy rica que comimos ayer en el jardín del restaurante Alcachofa, donde tocan bachata y vamos a desayunar aquí en una mesita. Taquitos de cochinita, pero hechos con zanahoria, vegano. ¿Y qué pediste? Huevitos rancheros. Uy, qué rico.
ricos los huevitos rancheros y los taquitos. Ich befinde mich auf dem zweitwichtigsten Platz von Pátzcuaro. Auf der Mitte von diesem Platz ist eine Unabhängigkeitsheldin, ich glaube namens Gertrudis. Das ist der zweitwichtigste Platz von Pátzcuaro, auch genannt Plaza Chica. Leider kann man die Statue fast gar nicht wirklich sehen, außer man wühlt sich durch den Platz, denn der ist bedeckt von Essensständen und anderen Ständen, wo man alles Mögliche kaufen kann. Sowohl Kunsthandwerk, auch alles Mögliche aus China. Und man kann hier auch alles Mögliche zu essen finden, traditionelles Essen von hier. Das heißt, nur ein kleiner Blick von außen auf die Plaza Chica, denn es ist schwer, hier einen Überblick zu bekommen, weil es eben bedeckt ist mit Ständen. Ich habe die Plaza Chica hinter mir gelassen. Sie ist auch im selben kolonialen architektonischen Stil wie der Rest der Stadt. Nur kaum zu sehen, weil da so viele Stände sind. Und ich steuere gerade auf die Basilica Señora de Nuestra Salud zu und laufe hier den kleinen Berg hoch. Ich habe mir einen neuen Selfie-Stick gekauft und stehe jetzt vor der Basilica de la Nuestra Señora de la Salud. Diese Basilika, die vorher eine Kathedrale war, wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist, so wie fast alle katholischen oder christlichen Kirchen und Gebäude, auf einer Pyramide von einem indigenen Volk gebaut wurden. Das bedeutet, dass unter dieser Kathedrale, unter dieser Basilika sich höchstwahrscheinlich eine archäologische Stätte befindet oder ausgegraben werden könnte von dem indigenen Volk der Purépecha, das hier zu Hause ist. Hier befindet sich El Museo de Arte y de Industria Populares. Das bedeutet das Kunstmuseum und der populären Industrie, wahrscheinlich das Kunsthandwerkmuseum. Leider ist es heute geschlossen, weil Montag ist, deswegen kann ich euch das nur von außen zeigen. Direkt daneben befindet sich das Kulturzentrum. Es war ursprünglich das Kolleg der Jesuiten. Heute ist es ein Kulturzentrum und eine Bibliothek. Ebenfalls heute leider geschlossen, weil Montag ist, aber sicherlich auch einen Besuch wert. Und hier direkt hinter mir die allererste Kathedrale von Pátzcuaro, die noch originell erhalten ist. Die Kathedrale ist von innen eher schlicht und ich frage mich, ob dieser Holzboden auch schon immer da gewesen ist, denn am Knirschen zu urteilen ist es gut möglich, dass es mindestens genauso alt ist wie alles andere. Ich finde, dass das hier so ein schönes Bild ist. Das ist die Parroquia El Sagrario und wenn man hier runterblickt, ist hier der zentrale Platz Vasco de Quiroga, der zentrale Platz von Pátzcuaro. Unten am Ende der Straße Portugal, in der ich mich gerade befinde, ist der Platz Vasco de Quiroga, der zentrale Platz von Pátzcuaro. Ich möchte jetzt die Straße Lerín entlang laufen zur Casa de los Once Patios. In der Casa de los Once Patios haben sehr viele Kunsthandwerker aus Pátzcuaro ihre Werkstatt und da freue ich mich sehr drauf. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Parroquia del Sagrario, die vom Bischof Vasco de Quiroga gegründet wurde, der hier in Michoacán eine wichtige Figur war. Es ist auch möglich, den Tempel von innen zu besichtigen, jedoch habe ich es eilig, die Kunsthandwerkerinnen kennenzulernen. Wir können also davon ausgehen, dass unter fast jedem christlichen Tempel hier in Mexiko sich Ruinen befinden der indigenen Völker, die hier vorher gelebt haben. Die Conquistadores haben auf den religiösen Zentren der indigenen Völker ihre eigenen religiösen Zentren, christlichen Zentren, das heißt ihre Kirchen, gebaut. Genauso wie in Mexico City die Kathedrale einsinkt, weil darunter eben Pyramiden und Tempel sich befinden. Daneben ist zum Beispiel auch das Museo del Templo Mayor in Mexico City, wo es eben neben der Kathedrale Ausgrabungen gibt von den Mexicas, die in der Region von Mexico City waren oder immer noch sind. Und hier sind es eben die Purépechas. Und wichtig zu erwähnen, Pátzcuaro ist ein magisches Dorf
Pueblo Mágico und wir sind jetzt angekommen in der Straße der Casa de los 11 Patios. Pátzcuaro ist also ein magisches Dorf. Während einer vorherigen Regierung, nicht die aktuelle, sondern früher, wurden in Mexiko viele Dörfer, die vor allem die sehr touristisch sind, zu magischen Dörfern ernannt. Wir befinden uns im Haus der 11 Höfe, La Casa de los 11 Patios. Es handelte sich früher hier um ein Kloster. Danach, wegen der Revolution, hat sich das hier in eine Nachbarschaft verwandelt, weil das Kloster geschlossen wurde. Und nach der Revolution wurde das ganze Areal hier, dieser Gebäudekomplex, wieder hergestellt und die Kunsthandwerker der Region wurden hier eingeladen, um ihre Werkstätten hier zu eröffnen. Hinter mir sieht man ein sehr schönes Gemälde, ein sehr schönes Wandgemälde. Zum Beispiel sieht man das Spinnrad, das auf jeden Fall das Kunsthandwerk hier, das textile Kunsthandwerk hier symbolisiert. Und hier um mich herum sind in all diesen Gebäuden die 11 Höfe wieder erhalten worden und in jede dieser Tür, die man sieht, befindet sich eine Werkstatt mit Textilkunst oder Kunsthandwerk hier aus der Region, wo ich zum Beispiel gerade diese schöne Bluse gekauft habe und die Señora Berta interviewen durfte, die uns sehr viel über diese traditionelle Stickerei erzählt hat und die Geschichten der Region hier und des Volkes der Purépecha. Heutzutage gibt es nicht mehr 11 Höfe, weil zum Beispiel 2 davon der Straße zum Opfer gefallen sind, die uns gerade den Zugang ermöglicht hat. Auf der anderen Straßenseite sind ursprüngliche Teile des Gebäudes umfunktioniert worden, wenn ich mich richtig erinnere, dann in eine Kirche, in eine Schule oder Gymnasium und anderes. Nun stehen wir im Patio Numero 5, das ist Hof Nummer 5. Hier sind wir reingekommen und nun steigen wir in den ersten Stock und dürfen jetzt gleich Berta kennenlernen und interviewen. Ich bin ganz verzaubert von der kreativen Energie, die ich hier verspüre. Estamos en la Casa de los 11 Patios con la señora Berta, que es artesana, de aquí de la región de Pátzcuaro, en Michoacán, de la región de los Purépechas, y nos va a explicar qué es lo que representan estos bordados hermosos de aquí de la región, por favor. Sí, señora pues Berta. mira, nosotros somos artesanas iniciadoras de bordado. En 1989 nos pidieron un nuevo diseño y yo hice una Navidad que tengo aquí en mi puesto, te lo voy a mostrar. Y lo metí a un concurso y me gané un especial. Fue mi primer trabajo que yo hice, tenía 19 años. Entonces de allí ya empezamos a hacer que la boda, que el Corpus, que la Navidad, a rescatar todas las historias que estaban perdidas. Entonces este trabajo, si tú ves, aquí te cuento una historia. Aquí está el ranchito, los leñadores, las mariposas monarcas, está todo lo que es las regiones de nuestros pueblos indígenas, la mariposa monarca, la danza de la botella, las cocineras tradicionales y el lago de Pátzcuaro. Aquí son los sellos arqueológicos que están en Tzintzuntzan. Eso representan nuestras historias. Nuestras historias son danzas, historias y tradiciones. Tradiciones porque la manta es tradicional de los telares. Aquí en Pátzcuaro están los telares en los octipatios. Allí te muestran cómo así la manta. Los bordados, nuestras historias, nosotros las bordamos, las plasmamos y luego agarramos los colores que van luciendo bonitos para que el artista que se los lleve como ustedes queden maravillados y se lleven un pedacito de nuestro amor y de nuestro corazón allí y se acuerden de nosotros. Estamos aquí en la Casa de los 11 Patios, en la planta alta del baño de las monjas. Los que gusten visitarnos, con todo gusto les damos la explicación. ¿Cómo se llama su taller, señora? Mi taller se llama Bordados. Tzintzuntzan. Bordados Tzintzuntzan.
Muchísimas gracias, señora Berta. Sí, aquí estamos para servirles. Con todo gusto y bienvenidas con todo el amor del mundo las recibimos. Gracias. No, ¿por qué, feito? Fue el primero que dibujé. No, está bien detalladito, señora, Y- mire. sí. En 1989 lo hizo. Ajá, Es sí. un nacimiento. Allí tengo mi diploma que donde lo metí al primer Y se ganó un concurso entonces. Sí, un especial. La piñatita. Sí, el pesebre. ¿Este qué decía? Estas son los pastores. Ah, pastores. Estas las pastorcitas, Ah. los animalitos, el pesebre, la estrella, el arcoíris de colores, las nubes, el sol. Y acá, pues ya, aquí están repartiendo los ponches. Ajá, sí, es Y cierto, el aquí están ponche. quebrando la piñata. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Este señor, ¿qué está haciendo? Él está allí, van allí, acá está otro árbol, van a amarrar allí un lazo para la piñata. Para la piñata. Pero no les gustó y mejor acá lo Ah, Mm, y este que es pusieron. flor. Ajá. Este lleva Él flor. pues cortan, recolectan en el campo todo para hacer el pesebre. Sí, esta es la Ajá. tuna. Ajá, Está sí. recolectando Sí, tuna, con ajá. florecitas. Sí, aquí van a guisar el ponche. Ponche. Ujú. Y aquí Ajá, sí. sus jarritas. Y los Ujú. chamacos ya bien dados con la Sí, piñata. Bertas Designs sind atemberaubend. Sie ist unglaublich geschickt und kreativ. Ich war wirklich hin und weg von ihrer Arbeit, die voller Geschichten, Traditionen, Erzählungen und sehr viel Herzblut stecken. Ich habe mehrere Blusen bei Berta gekauft, die ich euch gerne in einem Video zeige, in dem ich über mein Stricken und meine Strickprojekte spreche. In der Casa de los Once Patios wird auch gewebt. Hier sieht man ganz tolle Decken und Kissenbezüge. Montags scheint in Pátzcuaro Ruhetag zu sein, zum Beispiel für einige Museen und auch für einige Kunsthandwerkerinnen, die die Türen zu ihren Ateliers an diesem Tag nicht geöffnet hatten. Schade, sonst hätte ich noch mehr Interviews mitgenommen. Wir sind gerade im Baño de las Monjas, das ist das Bad der Nonnen und hier sieht man auch schöne Piñatas hängen. Das Bad der Nonnen mit Ansicht von oben und Aussicht auf die Berge. Wir sind jetzt nun zurück im Patio Numero 5 und möchten gerne noch ein Atelier finden, in dem Webstühle stehen. Wir hatten Glück und konnten noch mit einem Kunsthandwerker sprechen, der gerade Stoffe zugeschnitten hat und uns Webstühle zeigt. No, los telares los trabajan otros señores. Yo, por ejemplo, me dedico a cortarla. O sea, por ejemplo, como ahorita El mantelito. el mantelito individual que voy a sacar, sí, de Navidad. Entonces, pero Aquí es taller que todos los de aquí de la cooperativa pueden venir. sí, claro, sí. Pero los talleres más grandes de los señores están en una colonia de aquí arriba, que es la colonia Colimillas. Y por ejemplo, allá, pues ya ves, hay telares que, por ejemplo, ese es para coche matrimonial, para sacar coches matrimoniales en ese telar. Estos son para hacer caminos de mesa o pueden poner más hilo para hacer, pueden hacerle rebozos exactamente. Ajá. Entonces hay otro que es más ancho, que por ejemplo este es 240. Él sigue el de 3 metros para sacar las conchas king size. Ajá. Y hay otro que es 2 metros para sacar, por ejemplo, para la tela de la cortina como esta. Para la cortina. O hay uno de unos 50 que también te puede servir como para cortina o para tapizar. Ich bin total begeistert von der Casa de los Once Patios und fühle mich sehr inspiriert. Ich hatte hier großen Spaß und könnte hier noch 10 Runden drehen. Ich wünschte, noch mehr Ateliers wären geöffnet gewesen. Gleichzeitig hätte ich dann auch nicht widerstehen können und noch viel mehr eingekauft. Weiter geht's den Hügel hoch, denn ich möchte euch noch einen tollen Aussichtspunkt über die Stadt Pátzcuaro zeigen. Das Programm der magischen Dörfer wurde von einer vorherigen Regierung ins Leben gerufen, um die Traditionen von bestimmten
Dörfern hervorzuheben, um ihre Besonderheiten eben hervorzuheben und unter anderem den Tourismus zu fördern. Dieses Programm hat auf jeden Fall funktioniert. Heute ist es nicht mehr offiziell, aber trotzdem wird die Bezeichnung magisches Dorf, Pueblo Mágico, noch verwendet und zieht auf jeden Fall den Tourismus. Pátzcuaro ist eben auch ein Pueblo Mágico und von hier aus haben wir einen sehr, sehr schönen Blick auf das magische Dorf Pátzcuaro, das hinter mir ist. Der Berg hinter mir heißt El Estribo. Von dort aus gibt es einen Aussichtspunkt und man kann über den See blicken, auf dem wir gestern gefahren sind. In diese Richtung befindet sich also der See von Pátzcuaro sowie die Insel Janitzio, auf der wir waren. Und eher so in die Richtung Tzintzuntzan, das magische Dorf, wo wir gestern waren. Und geradeaus, da wo ich hingucke, befindet sich Morelia, die Hauptstadt vom Bundesstaat Michoacán. Und ich fühle mich beobachtet, deswegen werde ich ein bisschen nervös. Jedes magische Dorf hat eben seine Besonderheit und seine Traditionen. Zum Beispiel in Quiroga wird sehr viel das Holz verarbeitet. Oder hier in Pátzcuaro, was auch sehr besonders ist, sind die Traditionen zum Tag der Toten, das hier in der Region auf eine sehr schöne Art und Weise gefeiert wird. Das heißt, zum 1. und 2. November jedes Jahr gibt es hier sehr, sehr viel Tourismus, weil das Volk der Purépechas eben eine besondere Konzeption von dem Tag der Toten hatte. Und zum Beispiel der See Pátzcuaro wurde von den Purépechas als Tor zum Himmel gesehen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Bleib auf jeden Fall dran, wenn du mehr erfahren möchtest. Bueno, aquí la pasamos muy rico, increíble en Pátzcuaro. Ya nos vamos a ir al siguiente lugar. Y quédense con nosotros porque les va a gustar los lugares que vamos a seguir conociendo por aquí. Y pues le copié a Griselda su sombrero que me acabo de comprar. Me dijeron que este sombrero, o a Griselda le dijeron que este sombrero se llama robavacas. Yo sí les creo. Les dio mucha risa. Y yo también sí les creo. Es que lo quiero decir en alemán. Ja, ich habe mir diesen Hut gekauft. Ich habe Griselda nachgemacht und habe diesen Hut vorhin gekauft. Und dieser Hut heißt robavacas. Das bedeutet auf Spanisch Kühe klauen. Und ich finde das ziemlich witzig. Das ist ein Hut, um auf dem Feld zu arbeiten, damit man eben sich sein Gesicht vor der Sonne schützt. Und ja, das heißt, ich trage gerade gestohlene Kühe auf dem Kopf, könnte man sagen. Und wir verlassen jetzt Pátzcuaro. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit hier. Ich würde am liebsten eine Woche hier bleiben. Venimos con una papayota y una calabazota enorme del pueblo de Griselda. Cuitzillo el Grande. Cuitzillo el Grande, aquí en Michoacán. Y qué delicia. Las vamos a preparar. Bueno, yo no, pero Griselda sí. Griselda, no sé cuál de las Griseldas. La Junior o la más sabia. Hola, señor. Bueno, aquí los vemos. Bye. Mein Name ist Calypso und ich bin mit Griselda in Mexiko unterwegs. Und entweder wir tragen gestohlene Kühe auf dem Kopf oder wir sind Kuhdiebinnen. Kann man so oder so interpretieren. Auf jeden Fall sind wir in Mexiko unterwegs und haben in den letzten Tagen sehr viele magische Dörfer besichtigt und richtig viel Spaß gehabt. Es gibt noch sehr, sehr viel zu erleben hier in Mexiko. Das heißt, wenn du interessiert bist an einer Reise in Mexiko, helfe ich dir gerne bei deiner Reiseplanung. Ich helfe dir, Aktivitäten herauszusuchen, Transportmöglichkeiten zu finden und dir einen kompletten Reiseplan zu erstellen, damit du alles erleben kannst, was du dir wünschst. Denn in Mexiko gibt es wirklich alles, was du dir erträumen kannst, von Wassersport zu Wandern, Natur, Stadt, Kultur, Gastronomie, Kunsthandwerk, textiler Kunsthandwerk oder auch Keramik, Holz, Kunsthandwerk mit Holz. So eine große Vielfalt an Dingen, die man hier erleben kann, kulturell und historisch auch, wie zum Beispiel Ruinen. Deswegen lade ich dich ein, meine Videos über Mexiko zu schauen, hier auf meinem Channel.
und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei.